Hallo und willkommen, ich bin der Andi und wir werden heute so ein Holzinlay machen. Es ist kein klassisches CNC-Video, sondern ein Tutorial, wie man mit Hilfe dieser Excel-Liste diese Schräge berechnet, damit die Holzteile perfekt ineinander greifen. Es ist sehr theorielastig, aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich. Okay, starten wir in Fusion. Als allererstes fertigen wir so ein ganz einfaches Modell mit einer scharfen Ecke und einem Radius, um einfach zu zeigen, wie die Excel funktioniert. Anschließend werden wir genau dieses Stück hier fräsen und schauen, wie das ineinander greift. Anschließend werden wir, wie zuvor gesehen, jetzt lädt er kurz, dieses Stück hier fertigen. Okay, starten wir es einfach mal. Also, ich habe mir einfach überlegt, wie wird es in der Praxis gemacht. Als allererstes wird natürlich so ein Grundkörper bestimmt. In meinem Fall war es Eiche und da wollen wir was hineinsetzen. Das heißt, darauf, ich nenne es mal, basiert alles. Ich habe hier das Basisstück, das wird extrudiert. Dann wird das Inlay ausgeschnitten. Anschließend, ich mache das mal im Schnelldurchlauf, genau, wird hier ein neuer Körper hinaus extrudiert und ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen durch, eine Art Trägerplatte noch hinzugefügt zu dem Körper, den wir hier heraus extrudiert haben. Das Tolle an dem Ganze ist, wir müssten hier keine Schräge machen. Das heißt, es kann die ganze Zeit geradlinig bleiben und die Schräge, die wir hier hinzufügen oder hier abnehmen, machen wir alles in der Fertigung. Das heißt, in der Planung können wir immer geradlinig fahren. Das macht es für uns natürlich sehr, sehr einfach. Also, Basisplatte, was ich als Inlay haben möchte, das wird so extrudiert, aber ganz wichtig als neuer Körper. Dann wird auf diesem Stück eine Art Trägerplatte hinzugefügt und dann habe ich mein Female und Male Stück. Das kann man auch hier sehen, Female, Male. Das Ganze wird fixiert, also das Female Stück fixiere ich, das soll einfach unsere Basisplatte sein und füge ein Gelenk hinzu, damit es einfach immer so schön ineinander greift. Jetzt folgt so ein bisschen so ein paar Extrusion, genau. Ich hatte verschiedenes probiert und ans Rohteil angepasst und so weiter. Also das ignorieren wir jetzt mal ganz kurz. Okay, springen wir ans Ende. Okay, das heißt, wir haben das jetzt und wollen jetzt bestimmen, wollen diese Höhe hier bestimmen. Dafür suchen wir meine Excel auf. Die meisten kennen die Excel-Liste schon, also das sind mal die ganzen Nutzer. Die nutzen meine Excel-Liste, um die Vorschübe zu berechnen. Hier sieht man es. Und jetzt ist ganz neu dieser Inlay-Rechner hinzugekommen. Das mag einen im ersten Moment vielleicht etwas erschlagen, ist aber gar nicht so wild. Die grünen Zellen sind für die Eingabe, rot für die Ausgabe. Und man arbeitet sich einfach von oben nach unten durch. Die ganzen Bilder hier dienen nur zur Orientierung. Und das machen wir jetzt. Eingabe Wandhöhe, Female-Seite. Das heißt, wir definieren jetzt einfach, wie hoch diese Wandseite sein soll. 1,6 mm habe ich eingetragen. Man kann hier aber auch zum Beispiel 2 mm eintragen, weil man jetzt einfach 2 mm haben möchte. Das heißt, das Bild ist falsch. Das heißt, diese Wandseite müssen wir jetzt anpassen, indem wir das so unseren Bedürfnissen anpassen. Ich habe mich hier für 1,6 mm entschieden und jetzt müssen wir noch diese Wandhöhe von der Mail-Seite bestimmen. Jetzt tragen wir gerade wieder die 1,6 ein. Die Mail-Seite. Man muss dazu sagen, natürlich könnte man die Mail- und Female-Seite formschlüssig ineinander greifen lassen. Dazu tragen wir hier eine 0 ein und hier ebenfalls eine 0. Dann beträgt die Mail-Seite logischerweise auch 1,6 mm.
Es ist nur so, wenn hier unten zwischen den Platten irgendwas sein sollte, Staubkörner, schlecht gefräst oder ähnliches, dann würde das verhindern, dass diese Staubkörner verhindern, dass diese Schräge hier sauber ineinander greift. Deswegen kann man Eingabe Abstand zwischen den Platten unten einen kleinen Wert, einen kleinen Abstand eintragen. Bei mir zum Beispiel 0,5 mm. Das heißt, die Schrägen greifen ineinander. Hier unten ist aber noch ein Abstand von 0,5 mm. Dasselbe gilt für hier oben, die Trägerplatte und das Female-Stück. Da trage ich zum Beispiel 0,5 ein. Jetzt haben wir genau 1,6, machen wir 0,7. Das heißt, ich will auch hier oben einen kleinen Abstand haben, aus demselben Grund. Sollten hier irgendwelche Staubkörner oder ähnliches liegen, dann würden diese Körner einfach verhindern, dass diese zwei Schrägen sauber ineinander greifen. Und das hat natürlich die absolut oberste Priorität. Deswegen auch hier dieser kleine Abstand. Jetzt steht hier 1,8 mm. Ich glaube, ich habe genau 0,6 mm eingetragen. Das heißt Ausgabe Wandhöhe, Male 1,7 mm. Und das muss man hier jetzt einfach so definieren und auf 1,7 mm machen. Das habe ich schon gemacht natürlich. Hier 1,7 mm. So, jetzt überprüfe ich das gerade mal noch schnell. 05, 06, 17, 16, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das so definiert, dass wir diese Höhe und diese Höhe definiert haben. Das passt. Also machen wir jetzt weiter mit dem Werkzeug. Man muss hier den Winkel vom Gravierstichel eintragen. Ich habe schon geschrieben, zum Beispiel 22,5. Achtung, es ist nur die eine Hälfte. Wenn man einen Gravierstichel kauft, gibt der Hersteller meistens den Gesamtwinkel an. Bei Fusion kann man aber immer nur die eine Hälfte eintragen. Und so habe ich es halt auch gemacht. Ich meine, mit dem ganz neuen Fusion Update kann man jetzt auch den Gesamtwinkel eintragen. Aber als ich die Excel gemacht habe, gab es es noch nicht und deswegen ist es jetzt einfach so. Also, wir tragen hier was ein. Ich sag mal, der Klassiker ist ja der 45 Grad Gravierstichel, also der 90 Grad Gravierstichel. Ich verwende einen 22,5 Grad Gravierstichel, das habe ich jetzt einfach mal so bestimmt. Und dann sind wir hier mit dem, ich sag mal, mittleren Teil, also der Werkzeugvorgabe schon fertig und gehen jetzt in die Fertigung. So, die Fertigung. Wir blenden das Mailstück mal aus, auch den Ansichtsbereich habe ich schon ausgeblendet. Wir starten mit dem Setup Female. Als allererstes wählen wir eine Tasche aus. Diese Tasche soll uns so viel freiräumen, dass der Gravierstichel später eine schöne Faser dran machen kann. Jetzt schauen wir uns mal kurz an. Tasche, ein 1/8 Zoll Schaftfräser. Als Geometrie habe ich diese Fläche ausgewählt. Höhe 0,0, das ist ja schon unser Endmaß. Das Zeichen der Excel-Liste. Jetzt zoome ich mal ein bisschen. Haben wir hier diesen Schaftfräser, der alles freiräumt für den Stichel. Und der muss von der Wand wegbleiben, nämlich es muss was hinzugefügt werden. Diese Schräge muss hinzugefügt werden. Und hier können wir es schon sehen. Aufmaß radial mit Dreieck. Das erkläre ich gleich, was mit Dreieck gemeint ist. 0,663 mm. Jetzt kann man es schon sehen. Rohteilaufmaß radial 0,663 mm. Diese Anfahr-Ausfahrbewegungen interessieren uns gerade mal nicht. So, das heißt, unser Schaftfräser bleibt jetzt 0,663 mm von der Wand weg. Ich versuche das gerade zu sortieren, wie ich das jetzt am besten erkläre. Es ist so, das Mailstück greift ja nicht zu 100% in das Female-Stück. Es bleibt ja 0,5 mm hier von der Wand weg. Und diese 0,5 mm ist genau dieses Dreieck hier. Denn wenn das Mailstück nicht so tief runterfährt, können wir dieses kleine graue Dreieck hier auch mit wegnehmen. Das kleine Dreieck entspricht 0,207 mm.
Und wenn man das subtrahiert, dann kommen wir auf 0,456. Was es damit auf sich hat, zeige ich später in der Simulation. Aber wir bleiben jetzt mal kurz dabei. Das heißt, wir bleiben hier das komplette Dreieck von der Wand weg, nämlich genau diesen Wert hier, und haben so genug Material gelassen, damit der Stichel hier die Schräge machen kann. So, zum Stichel. Wir tragen mal hier kurz eine 0 ein, weil ich mal was zeigen möchte. Ganz wichtig, ausgewählte Konturkante, Skizzierkante ist hier oben. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Hier mein Klavierstichel, ein 22,5 Grad Einschneider, 45 Grad. Das ist ja wieder das, was ich gemeint habe, aber das habe ja ich eingetragen, die 45. Das ist ja die Gesamtsumme. Und das sind hier die 22,5 Grad, wie in der Excel eingetragen. Als Geometrie, ganz wichtig, Kontur oben. Bei den Höhen sage ich minus 1,6 mm, denn das ist ja meine Wandstärke. Bei den Durchgängen ändere ich nichts. Da kommt auch kein Rohteil, Rohteilaufmaß hinzu. Und dann, wir simulieren das mal ganz kurz. So wird es ja weggenommen. Man kann es auch schon hier sehen. Ich versuche mal eine gute Ansicht. Ja. Das hier sind die 0,663, meine ich war es. Das sind die, die stehen gelassen wurden. Jetzt kommt unser Klavierstichel. Seltsam, wieso zeigt er mir das so komisch? Normal müsste er das ja schon ausgehöhlt haben. Machen wir es halt so. So, und jetzt kann man diese Schräge sehen. Und diese Schräge ist perfekt von hier oben bis hier unten und wird von dem Klavierstichel sauber weggenommen. Also, unsere Excel passt, sieht sehr gut aus. Jetzt noch mal kurz zu diesem komischen Dreieck hier unten. Wie gesagt, das Mailstück hört hier unten auf, also Oberkante Dreieck. Jetzt wozu soll der Schaftfräser das hier stehen lassen und der Klavierstichel ebenfalls? Das macht keinen Sinn. Deswegen kann man hier 0,456 eintragen beim Schaftfräser und dann wird er das Stückchen mit wegnehmen. Okay, das mache ich ganz zum Schluss. Als nächstes würde ich gerne was zeigen, und zwar, ich verstehe einfach nicht, warum man mir das stehen lässt. Okay. Der Schaftfräser ist durchgefahren. Oh, das war jetzt doch ein bisschen arg schnell. Nochmal das Ganze. So. Und das ist das, was ich gemeint habe. Hätten wir keinen Abstand zwischen Male und Female hier am Boden, dann würde uns dieser Huckel hier stören und würde verhindern, dass diese Schrägen sauber ineinander greifen. Das ist genau das Problem, was ich besprochen habe. Deswegen mal jetzt hier einen Abstand eintragen, dann tut uns dieser Huckel nicht mehr weh, obwohl er noch existent ist. Und diesen Huckel können wir auf verschiedene Weise wegnehmen. Deswegen habe ich auch ganz bewusst hier diese scharfen Kanten gewählt. Ich sag mal, genau. Wir können, zum einen habe ich hier von eBay tatsächlich einen Klavierstichel, der unten eine Spitze von 0,3 mm hat. Das heißt, es ist konisch und dann unten flach. So. Und jetzt kann man auch sehen, wie diese kleine Fläche unten uns das fast komplett weggenommen hat. Aber es ist immer noch was stehen geblieben.
Und weil wir es ja perfekt machen möchten, können wir hier in der Excel-Liste was eintragen, nämlich genau das hier. Aufmaß axialer Versatz. Hier tragen wir ein minus 0,5 mm zum Beispiel. Das heißt, unser Klavierstichel fährt 0,5 mm tiefer. Das tut uns da unten in der Female-Seite ja überhaupt nicht weh, denn es wird ja später von der Male-Seite verdeckt. Müssen aber ein radiales Aufmaß von 0,207 mm hinzufügen. Das ist nämlich dieser Punkt hier. Also einfach das hier dupliziert. Durchgänge, Rohteilaufmaß minus 0,5 und 2,07. So, da kann man ja noch diesen kleinen Huckel sehen. Und hier kann man sehen, wie er etwas tiefer eintaucht, uns diesen Huckel wegnimmt, aber noch perfekt diese Schräge beibehält. Das heißt, die Excel-Rechnung stimmt perfekt. Okay. Schauen wir uns das gerade noch fertig an. Also fährt so mit diesem axialen Versatz durch. Und das Female-Stück ist fertig. Wir blenden das Male-Stück ein. Jetzt ist es so, ich habe ein paar Versuche gebraucht, also es hat nicht auf Anhieb geklappt, deswegen nicht wundern, dass es etwas seltsam aussieht. Okay, hier wird nur geplant, also da habe ich erstmal alles abgeplant. Wieso es gerade so seltsam aussieht, weiß ich nicht. Ach so, weil ich die Position verändert habe. Ach so, genau. In der Konstruktion habe ich ja die Höhe verschoben. Lass uns mal kurz berechnen. Als allererstes mache ich hier mit dieser Adaptive Clearing, genau so heißt er, nehme ich erstmal hier alles weg. Und muss natürlich auch ein Stück wegbleiben. Nämlich, Entschuldigung, so. Ich muss nämlich den halben Klavierstichel wegbleiben von der Wand. Und hier steht schon, Schaftfräser muss 0,249 von der Wand wegbleiben. Und das habe ich hier gemacht, 0,249 bleibe ich von der Wand weg. Das sieht dann so aus. Als nächstes folgt der Gravierstichel. Dazu muss ich das Stück ausblenden, weil sonst sieht die Wand hier immer rechtwinklig aus. Das blende ich mal aus. Und hier kann man es schon... Moment, ich trage mal kurz wieder die 0 ein. So, beim Gravierstichel, ganz wichtig, ausgewählte Konturkante ist hier unten, nicht oben, wie beim Female-Stück. Ich habe schon geschrieben, eBay-Stichel, perfekt auf Wand. Die Kontur hier unten, nein, 22,5 Grad Stichel. Und hier kann man sehen, Rohteilaufmaß, die 0,249. Schauen wir uns das gerade mal an. Also hier wird alles weggemacht. So fährt er durch und man kann sehen, eine wirklich schöne Schräge, die perfekt ist von oben bis nach unten. Ist er schon durchgefahren? Nee. Hier haben wir dasselbe Problem. Hier lässt er uns wieder so einen Huckel. Hier habe ich schon was vorbereitet.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit eigentlich wollte. Ach so, ja genau. Ich habe es genauso gemacht. Mit einem kleinen Offset. Hier, minus 0,5 zum Beispiel. Und dadurch verändert sich auch unser radiales Aufmaß. Denn das ist ja logisch. Wenn ich hier tiefer eintauche, muss ich immer auf einer Diagonale von der Wand wegbleiben. Also wenn ich minus 0,5 tiefer eintauche, muss ich mich auch von der Wand etwas weiter wegbewegen. Und das habe ich hier gemacht. Also tiefer eingetaucht, genau dasselbe wie beim Female-Stück. Das tut uns ja nicht weh hier in der Trägerplatte. Man kann aber sehen, da bleibt immer noch was stehen. Und deswegen, ich zeige mal zuerst das andere. Genau, hier kann man sehen, minus 0,5 und dass ich von der Wand wegbleibe. Nur so bleibt die Schräge perfekt. Da er immer noch was stehen geblieben ist, habe ich einfach diesen Wert hier erhöht auf 0,8. Aus dem Bauch, also ohne Excel oder ähnliches. Einfach hier auf 0,8 erhöht. Und das sieht dann so aus. Und zack ist nun unser Huckel komplett weg. Okay, das Mehlstück ist jetzt fertig. Und wie das aussieht, wie das gefertigt wird, schauen wir uns jetzt an.
Okay, man hat ja gesehen, das hat richtig schön ineinander gegriffen. Also machen wir gleich weiter mit einem praktischen Beispiel. Dasselbe Female und das Male-Stück. Genau so gemacht wie in diesem Demo-Board, in dem Demo-Stück. Und da es nichts Wildes ist, sich auch nichts geändert hat, machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Wir fangen mal an mit dem Male-Stück, Female-Stück. Als allererstes eine Tasche, aber das mache ich gleich mit dem Gravierstichel. Dann fahre ich die Kontur ab und Kontur tiefer. Wie gesagt, genauso wie vorhin in dem Demo-Board. Ich kann es mal kurz einblenden. 1,5 mm Wandhöhe bei dem Female-Stück, 0,507 bei dem Male, gleiche Gravierstichel. Bei dem Female-Stück bin ich 0,5 mm tiefer eingetaucht und hier bei einem Male-Stück ebenfalls 0,5. Und die Werte so alle 1:1 übernommen. Nichts geändert, gefaked oder ähnliches. Das war es tatsächlich schon. Also ich mache zuerst, ich plane das Ganze und schneide die Kontur aus, aber es tut ja nichts zur Sache. Okay, das Male-Stück. Da habe ich tatsächlich einen Denkfehler gemacht. Ich wollte es auch so schön abgerundet haben, aber es macht überhaupt keinen Sinn, denn die Trägerplatte wird ja später entfernt. Aber das habe ich total vergessen gehabt und mir Mühe gegeben, hier eine schöne Kontur zu machen. Okay, Adaptive, nehmt das alles schon mal weg mit dem nicht Rohteilaufmaß, doch Rohteilaufmaß radial, wollte ich sagen. Zuerst als, ich nenne es mal Schrubbgang. Und dann mit einem etwas feineren Werkzeug, ich meine 1,6 mm, wenn ich mich noch recht erinnere. Genau, einem 1,6 mm Scharffräser schlichte ich das Ganze nochmal. Oder beziehungsweise mache ich es einfach feiner. Man kann es ja schon sehen, wo der hier aufhört und wie fein der wird. Dann fahre ich die Kontur ab. Also Fusion ist so langsam geworden, das ist ja echt unglaublich. Obwohl ich schon den Einstellungen alles vorgenommen habe, damit es schneller ist. Dazu muss ich wieder den Körper ausblenden. Das ist die Kontur und wieder Kontur tiefer. Also exakt wieder wie bei dem Demo-Stück. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an.
Abschließend möchte ich noch so ein bisschen die Grenze von der Excel-Liste und Fusion zu dem Projekt Inlay einfach zeigen. Das ist hier ein Brennstempel, das relativ klein ist. Also hier kann man mal sehen, der hat gerade mal 27 mm auf 50. Also doch sehr klein. Und auch die Schrift ist natürlich sehr, sehr klein. Also ähnlich, Adaptive. Wieder Adaptive, ja, alles rein. Und dann arbeite ich hier mit dieser K-Funktion. Denn bei dieser K-Funktion ist es so, die Klavierspitze versucht einfach rauszuholen, was geht. Und wenn es nicht geht, dann fährt einfach ein Stück höher. Und diese Buchstaben hier sind so nah beieinander, dass man mit dieser Konturfunktion einfach nicht arbeiten könnte. Und da ist so ein bisschen die Grenze. Ich meine, Vectric Aspire macht das, die kompensiert das so, das Ganze ein bisschen. Aber hier hört Fusion einfach auf. Hier greift auch meine Excel nicht mehr. Denn man darf mit dieser Klavierfunktion nicht arbeiten. Denn, ich kann ja mal was zeigen. Ich hoffe, ich treffe das jetzt einigermaßen. Vielleicht kann man das jetzt gleich schon hier sehen. Die Klavierspitze ist ganz unten am Boden. Beziehungsweise, ich nenne es mal Z-Max. Und müssen wir eine Stelle abwarten, wo man das schön sehen kann. Ja, das ist es schon. So, hier an Z- kann man sehen, minus 1,274 ist Z-Max. Und hier kann man sehen, wie er Stückel hochfährt. Jetzt zum Beispiel hier, um einfach rauszuholen, was geht. Aber er schafft es nicht bis ganz runter. Und bei meiner Excel-Liste gehe ich immer davon aus, dass die Klavierspitze bis zu Z-Max fahren kann. Und wenn es nicht geht, wie in diesem Fall hier, dann funktioniert es einfach nicht. Also das hier könnte man jetzt nicht als Inlay machen. Zumindest nicht mit Fusion. Wir sind am Ende. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich habe das Ganze, glaube ich, 4-mal aufgenommen, um einfach das Beste rauszusuchen. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mich einfach an. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Inlay-Projekt. Bis dann, ciao.